Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Spanien. Diese Woche nehmen wir euch mit in die Stadt Teruel. Wir fahren mit euch in das mittelalterliche Dorf Santa Pau in der Gatocha. Und wir werden in der Stadt Figueres das Salvador Dali Theatermuseum besuchen. All das und noch viel mehr gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir sind in Teruel. Puschel parken wir unterhalb des Fernando-Hue-Viadukts aus dem Jahr 1929. Der perfekte Ort, um einen Rundgang durch die Altstadt zu starten. Die Stadt, die seit 1986 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, hat 35.900 Einwohnerinnen und Einwohner und ist Hauptstadt der Region Aragonien. Während unseres Besuches weht ein kräftiger Wind durch die schönen Gassen der Stadt und obwohl sich die Sonne alle Mühe gibt, bleibt es frisch. Wie immer sind wir fasziniert von der schönen Architektur, insbesondere rund um den Place del Torrico. Natürlich sitzen wir hier im Café, um die großartigen Fassaden zu bestaunen. Obwohl Teruel noch ein bisschen im Winterschlaf zu dösen scheint, macht es uns großen Spaß, die typischen Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Natürlich laufen wir auch über das im 16. Jahrhundert erbaute Aqueduct de los Arcos, das der Wasserversorgung der Stadt diente. Wir grüßen euch aus Teruel, laufen hier seit 2 Stunden durch die Altstadt, haben gerade gelesen, dass in Deutschland frühlingshafte 16 Grad herrschen. Wir hingegen haben mittlerweile so ein bisschen Mundstarre bei 5 Grad. Wir sind sehr beeindruckt von der schönen Altstadt von Teruel. Die tolle Kathedrale haben wir gerade gesehen. Jetzt wollen wir noch zum Glockenturm im maurischen Stil. Und ja, sehr schöne Stadt, können wir sehr empfehlen. Auch die Gemeinde Escucha bietet Campern einen kostenfreien Platz zum Übernachten an. Das Besondere hier: Es gibt an 6 Stellplätzen jeweils kostenfreie Wasser- und Stromanschlüsse. Perfekt, um unsere Bordbatterie mal wieder auf 100% zu bringen. Wir sind weiter auf dem Weg in den Norden, mittlerweile in Katalonien angekommen. Und wir sind einfach mittags mal rechts von der Autobahn abgefahren und sind hier in Lesconi gelandet. Sehr schönes Dörfchen, das wir uns jetzt gleich noch mal genauer angucken. So typisch für die Region, hübsch wie immer, so wie wir es kennen. Wir haben auch gleich die Dorfkneipe gestürmt, kleine Mittagspause gemacht, werden uns jetzt den historischen Dorfkern sozusagen noch mal ein bisschen genauer anschauen.
Wir sind in Santa Pau und wenn wir ganz ehrlich sein sollen, ist das kein White Spot für uns, denn wir waren vor 6 Jahren schon mal hier, haben in der Altstadt hinter uns eine Ferienwohnung bewohnt für eine Woche. Und als wir jetzt auf dem Weg in den Norden waren, haben wir spontan uns entschieden, hier nochmal einen Stopp einzulegen. Wir hatten 3 sehr schöne, ruhige Tage hier, haben gelesen, zwischendurch mal gar nichts gemacht, sind ins Café gegangen und ab und an in die Altstadt, ein bisschen umhergewandert, haben uns das alte Schloss angeguckt, das immer noch zur Renovierung ansteht, haben einfach die Zeit genossen. Das im gotischen Stil erbaute Castell de Santa Pau stammt aus dem 14. Jahrhundert. Es befindet sich in Privatbesitz, ist jedoch leider in einem desolaten Zustand. Daher sammeln die Einwohnerinnen und Einwohner Santa Paus seit März dieses Jahres Geld, um das Schloss für eine $500.000 zu kaufen und somit eine Rettung zu ermöglichen. Aktueller Spendenstand während unseres Besuches über 40.000 €. Wir machen uns auf den Weg ins Dali Theatermuseum, einer der weißen Flecken, die wir unbedingt füllen wollen. Das im Jahr 1974 eröffnete Theatermuseum Dalis befindet sich in dessen Heimatstadt Figueres und präsentiert die Spitzenwerke des Malers bzw. ist selbst ein Kunstwerk. Dali hat diesen mehr als beeindruckenden Ort in den Ruinen des ehemaligen Stadttheaters von Figueres erschaffen. Die Realisierung dauerte über 10 Jahre und Dali hat mit seinem Team an allen Bauphasen teilgenommen. Alle Details hat er erschaffen und somit das Museum zum Spiegelbild seiner exzentrischen Persönlichkeit gemacht. Dali ist übrigens in seiner eigenen Krypta hier im Museum nach seinem Tod begraben worden. Ein großartiges Museum und absolut zu empfehlen.
Das war unsere Woche in Spanien. Wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Wenn dem so ist, dann liked gerne diesen Film, abonniert unseren Kanal oder lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns und sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.